Die imposante Burg Hohenlau. Jetzt auf History Travel Nature. Burg Hohenlau ist eine der bekanntesten Burgen im Elsass. Erbaut wurde sie von 1246 bis 1264 von Eberhard von Andlau. Hier folgt ihre Geschichte. Weithin gut sichtbar thront die Burg auf einem Granitfelsen. Von hier aus beherrschten die Edlen von Andlau, welche Ritter des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation waren, die Täler der Flüsse Andlau und Kirneck. Im Osten ist die Wehranlage durch einen steilen Bergabhang natürlich geschützt. Im Westen wird sie durch einen breiten und tiefen Graben gesichert, welcher von Menschenhand in den Felsen gehauen wurde. Erstmals taucht sie 1274 in den Schriften auf. Zur damaligen Zeit waren die Andlauer noch Ministeriale, welche der Abtei Andlau dienten. Diese wiederum befand sich unter dem Schutz der Adelsfamilie von Dicker, die auf der nahegelegenen Spessburg residierten. Die Anlage besteht aus 2 Teilen. Die Kernburg wurde auf einem etwa 25 Meter breiten und 80 Meter langen Felsgrat errichtet. Diese besteht aus dem dreistöckigen Herrschaftsgebäude, welches an beiden Seiten von einem beeindruckenden Bergfried flankiert wird. Beide Türme haben einen Durchmesser von etwa 10 Metern. Dies ist relativ selten in der Burgenarchitektur. Ein weiteres Beispiel dieser Art ist die Burg Saaleck in Sachsen-Anhalt. Auch sie verfügt über 2 runde Bergfriede. Die unterste Ebene des herrschaftlichen Gebäudes ist von Schießscharten durchbrochen, während die oberen beiden Stockwerke über zahlreiche Fenster verfügen. Ebenfalls gut zu sehen sind die Standorte mehrerer Kamine, die das Leben hier behaglicher machten. Auf halber Höhe sieht man noch Mauerzüge eines Wohngebäudes, welches über 3 Schießscharten verfügte. Eine davon wurde später erweitert, um sie für größere Feuerwaffen zu nutzen. Es sind auch Reste eines Korridors vorhanden, der zu einer erkerartigen Latrine führte. Auch in diesem Gebäude gab es einen Kamin. Um die Kernburg gibt es einen Korridor. Die dortige Mauer war auch mit Schießscharten und Öffnungen für Kanonen durchzogen. Der ganze obere Teil der Burg war mit mehreren Toren vom unteren Teil abgetrennt. Dieser besteht aus einem polygonal geformten Hof, welcher von 2 Ecktürmen flankiert wird. In diesem gab es ein Gebäude, welches die Ställe und die Unterkunft für Bedienstete beherbergte. Am Fuße des Burgfelsens befand sich eine Zisterne. Die ganze Burg wurde in einem Zug errichtet. Im 16. Jahrhundert fanden einige bauliche Änderungen statt
um sie für den Gebrauch von Feuerwaffen und kleinen Artilleriegeschützen tauglich zu machen. Als Baumaterial verwendete man Granit, welcher gleich vor Ort abgebaut wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Burgen war Hohenlau nur wenig in Konflikte verstrickt. Aus dem Jahr 1438 ist ein Streit mit der Stadt Obernai überliefert. Deren Truppen besetzten damals in der Nacht die Burg, um den Burgmann Theny Lamprecht gefangen zu nehmen. Dieser hatte seinen Eid gebrochen, welcher ihm verbot, jemand anderem als der Stadt Dienste zu leisten. Er konnte jedoch fliehen und die Burg blieb unbeschädigt. Während des Dreißigjährigen Krieges, der sich von 1618 bis 1648 erstreckte, besetzten die Schweden Hohenlau. 1633 wurde sie von Truppen der Stadt Straßburg erobert. 2 Jahre später zogen diese jedoch wieder ab. 1673 wurde die Burg erneut durch eine 7-köpfige Straßburger Garnison besetzt. Diesmal geschah dies jedoch auf Wunsch der Familie von Andlau. Nach der Eroberung des Elsass durch die Franzosen im Jahr 1678 plünderten die Truppen des Marschalls de Créqui die Burg Andlau. Die Wehranlage blieb jedoch bis zur Französischen Revolution im Besitz der Familie. Zuletzt war sie noch von einem Förster bewohnt, welcher im Dienst der Andlauer stand. Dann wurde die Burg mitsamt den Gütern als nationales Gut beschlagnahmt. In der Folge veräußerte man sie an einen Kaufmann, der Hohenlau ab 1806 in Einzelteilen verkaufte. Ob Dächer, Holzverkleidungen, Böden oder Quadersteine, alles wurde an den Meistbietenden verkauft. Die stolze Burg wird dabei teilweise abgerissen. Glücklicherweise konnte Graf Antoine Henri von Andlau die Ruine im Jahr 1818 zurückkaufen und rettete Hohenlau so vor der völligen Zerstörung. Von 1926 bis 1928 wurde die Burgruine ein erstes Mal restauriert. Heute kümmert sich ein Verein um den Ort und auch heute finden immer noch Restaurierungsarbeiten statt. Die Burg ist übrigens immer noch im Besitz der Familie von Andlau. Sehr interessant. Ein Tipp für alle, welche Hohenlau selbst in Augenschein nehmen möchten. Die Burg liegt an einem schönen Wanderweg. Ein Besuch vor Ort kann gut mit der Spessburg verbunden werden. Und jetzt gehen wir zu einer weiteren Burg, denn im Elsass gibt es davon sehr, sehr viele. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.